Und dann irgendwann, nicht sofort, nicht elegant, der Moment, wo man trotzdem wieder aufsteht. Stirb und werde. Und wenn du das nicht hast, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Ich weiß nicht, wann ich dieses Zitat von Goethe zum ersten Mal gelesen und gehört habe. Es hat mich sehr bewegt und in einer Zeit, wo ich selber etwas loslassen musste. Und vielleicht kennst du das, wir alle müssen im Laufe unseres Lebens immer wieder etwas loslassen. Sei es eine Beziehung, sei es eine Version von uns selbst, sei es ein Ort, wo wir leben oder auch die Arbeit, die wir tun. Goethe meint es, dass das Sterbenlassen die Voraussetzung ist, dass etwas Neues überhaupt entstehen kann, das Substanz hat. Der Phönix ist dafür das älteste und das ehrlichste Symbol, denn weil er sich nicht rettet, weil er sich selbst in der Asche sterben lässt und daraus dann sich selbst wieder emporsteigt und aus dem heraus neu geboren wird, wo etwas Neues entsteht, das noch viel besser ist, weil er sich nicht rettet, weil er sich zuerst in Asche auflöst und dann daraus wieder neu in einer neuen Version emporsteigt. Die Asche ist nicht der Misserfolg, sie ist die Basis für für den Boden, auf dem das Neue wächst. Und dann irgendwann, nicht sofort, nicht elegant, der Moment, wo man trotzdem wieder aufsteht. Das ist der Phönix. Nicht die glorreiche Ankunft, sondern dieser eine Moment des Wiederaufstehens, dieser Moment zwischen Boden und Luft, den wollte ich festhalten. Das Bild ist 1 Meter mal 1,20 Meter. Es hat Substanz. Das merkt man, wenn man es aufhängt. Der Hintergrund ist tiefschwarz. Nicht dunkelgrau und nicht blau, navy, sondern wirklich schwarz. Und aus dieser Schwärze, aus dieser Dunkelheit heraus, fast wie eine Explosion nach oben, breitet der Phönix seine Flügel aus. Mir war es wichtig, dass es dynamisch ist. Und er ist leicht, beides gleichzeitig. Die Farben, die ich verwende, sind Gold, Türkisblau und zarte Kupfertöne. Stellenweise auch Blattgold, ähnliche Applikationen, die das Licht einfangen. Wenn man mit der Lichtquelle wechselt, also zum Beispiel hier die Lampe oder das Fenster, verändert sich das Bild. Manche Stellen glühen regelrecht auf und so wird es lebendig. Die Farbe habe ich dick aufgetragen, im Impasto-Stil. Das heißt, der Vogel hat eine dreidimensionale Präsenz. Seine Flügel stehen fest vom Bildträger ab. Das ist keine Illusion von Tiefe, das ist tatsächlich Tiefe. Die leuchtenden Sprenkel, diese Funken, für mich stehen die für 2 Dinge gleichzeitig. Glühende Asche und ferne Galaxien. Ein kosmischer Moment. Als würde das Licht gewinnen, ganz ohne laut zu sein. Ich beginne dieses Bild mit Schwärze, mit Asche, Sand, mit dieser groben Textur und arbeite zunächst mit den Händen. Ja, das entsteht, das ist nicht geplant und dennoch ist es lebendig. Es wird dann für mich lebendig. Und darauf trage ich dann die Umrisse des
Phönix des Feuervogels auf, ja, und arbeite das Bild dann Schritt für Schritt heraus. Das zu erklären ist insofern schwierig, weil es entsteht der sogenannte Flow und dann ergibt das eine das andere. Was mir besonders wichtig war, ist, dass ich diese Sprenkel und diese Lichtreflexe in unterschiedlichen Nuancen von Goldtönen, also Kupfer und auch helles Blattgold, gestalte und der Phönix sich dann mit weiteren Öl- und Acrylfarben herauskristallisiert, sodass das ist mir wichtig, leicht ist. Also, dass er leicht und abstrakt ist. Normalerweise ist der Phönix ja ein roter oder oranger Feuervogel. Das hat in diesem Bild einfach nicht gepasst. Das sind Aquatöne, Wassertöne und viel Licht. Was besonders auffällt oder auffällig ist hier, ist die Haptik und die Textur. Der Phönix ist dreidimensional und dieser Kontrast zwischen dieser rauen Struktur, die eben durch die Asche und durch den Sand, durch die Grundierung entstanden ist, diese raue Struktur trifft auf diese Zartheit des Phönix, der dann leicht in die Höhe schweben kann. Und ich habe bei diesem Bild auch, was ich nicht immer bei den Bildern mache, mit Ölfarbe, die Ölfarbe kombiniert mit Acrylfarben. Und auch das gibt eine interessante Reflexion des Lichts. Ja, immer wenn ich ein Bild fertig male, dann stelle ich es zunächst einmal ein paar Tage weg und schaue es auch nicht mehr an. Dann hole ich es nach ein paar Tagen wieder raus und da war dieser Moment beim Phönix sehr seltsam. Auf der einen Seite dachte ich, er ist komplett neu, ich habe ihn noch nie gesehen und zugleich war aber dieser Moment, genau so sollte er sein. Also das war etwas anders als bei den anderen Bildern. Ich finde, das Licht braucht die Schwärze in diesem Bild. Die Dunkelheit ist nicht das Problem, sie ist die Grundlage dafür, dass das Gold und dass das Licht überhaupt leuchten kann. Ich denke, das ist die Kernaussage, was ich mit dem Bild ausdrücken will. Nicht das Dunkle, das Schwere ist das Problem, sondern es ist die Basis dafür, dass etwas Neues entstehen kann, dass das Licht in die Dunkelheit hineinkommen kann. Also nicht das Loslassen oder das Schwere ist das Problem, sondern es ist die Basis dafür. Es gehört zum Menschsein dazu. Ja, und wenn du mehr über meine Werke wissen möchtest, wenn du kein Werk mehr verpassen möchtest, ich veröffentliche jede Woche neue Videos über meine Werke, die Prozesse, über das, was mich beschäftigt. Und dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und auch diesem Video ein Like gibst. Und schreib mir gerne in die Kommentare, ob du das auch kennst, dass du etwas loslassen musstest und zuerst natürlich dich dagegen gewehrt hast, blockiert hast und dann draufgekommen bist, dass es etwas Neues für dich gebracht hat.